Historiker, die sich mit der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg beschäftigen, denken oft daran, warum dieser Krieg wohl passiert ist. Aber das ist eine sehr einengende Perspektive. Vergessen Sie, dass 1914 ein Weltkrieg begann. Vergessen Sie das Märchen von der guten alten Zeit. Die Menschen zwischen 1900 und 1914 erlebten eine rasante Umwälzung. Was ihnen gestern noch vertraut gewesen war, veränderte sich scheinbar über Nacht. Das machte ihnen Angst. Millionen von Städtern mussten sich selbst neu verstehen lernen. Frauen forderten ihre Rechte ein, Männer wurden unsicher und suchten nach einer neuen Männlichkeit. Die alten Monarchien klammerten sich an ihre Macht. Wissenschaft und Kunst zertrümmerten das alte Weltbild. Wachstum und Beschleunigung waren allgegenwärtig. Ganz Europa war im Wettstreit. Tradition gegen Moderne. Für die Menschen damals wie heute war die größte Herausforderung, diese tobenden Transformationen zu überleben und zu meistern. Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Zeit vor 1914 in all ihrer Widersprüchlichkeit und mit ihrer offenen Zukunft sehen. Das ist der taumelnde Kontinent. Der Abstand zwischen 1900 und 2013 ist sehr gering angesichts der langen Zeitspanne. Es ist das Jahrhundert der Frauen. Der Anfang dieses Jahrhunderts war so vielversprechend. Paris 1900. Die Weltausstellung eröffnet Millionen von Menschen die neuen Möglichkeiten der Elektrizität. Maschinen und Apparate aus aller Welt konkurrieren miteinander. Fortschritt und Technologie explodieren in die Welt. Das 20. Jahrhundert begann auf Knopfdruck. Paris bot die herrschaftliche Kulisse für die Weltausstellung, die von mehr als 50 Millionen Menschen besucht wurde. Allein das Haupttor war auf 60.000 Besucher pro Stunde ausgelegt. Die historisierenden Pavillons der einzelnen Nationen sollten davon ablenken, dass hinter den Fassaden längst eine neue, revolutionäre Zeit begonnen hatte. Überall in den Hallen glänzten, rotierten und ratterten neue Maschinen und Erfindungen. Neue Technologien begannen alle Lebensbereiche zu verändern. Die berühmten Fräuleins in der Vermittlung verbanden Städte und Kontinente. Ferdinand Porsche präsentierte schon auf dieser Weltausstellung ein Elektroauto. Sein Patent geriet in Vergessenheit. Unter den Millionen Touristen war auch der deutsche Lehrer Jean Sauvage. Als er sich einen Hut in einem Pariser Hutgeschäft kaufte, wollte er nicht erkannt werden auf der Straße, nicht von den Reiseführern, die ihn um Geld bitten würden, und nicht von den Parisern, die ihn ansehen würden als den Erbfeind, der nur 30 Jahre zuvor einen Krieg gegen Frankreich gewonnen hatte. Er wollte unerkannt auf diesen Straßen herumlaufen. Er wollte diese Stadt entdecken und er wollte die große Weltausstellung besuchen mit ihren technologischen Wunderwerken, die er als deutscher Patriot mit französischem Namen voller Bewunderung beschrieb. Mit Bewunderung und mit einem gewissen Schauder betrachtet man diese Riesenmaschine. Der Schauder ergreift uns, wenn wir das Riesenrad in tollem Wirbel um seine Achse kreisen sehen und die unheimliche Kraft gewahren, die, wenn sie der Fessel sich entrafft, das winzige Menschenkind in Atome zerschmettert.
Alles wurde von gigantischen, still summenden Dynamos in den Schatten gestellt. Wieder ein Gebiet, auf dem die deutsche Technik den Sieg davongetragen hat. Die leise summenden Dynamos lieferten nicht nur die Energie für 50.000 Glühbirnen am Palast der Elektrizität, sondern auch für die elektrischen Gehsteige, die in 3 Geschwindigkeiten liefen. Die alte Welt kam in Bewegung. Strukturen begannen sich aufzulösen, alte Sicherheiten schwankten. Künstler und Wissenschaftler machten diesen Prozess transparent. Dem deutschen Arzt Wilhelm Conrad Röntgen gelang es sogar, hinter die Fassaden des menschlichen Körpers zu blicken. 1901 erhielt er den Nobelpreis für die Entdeckung der nach ihm benannten Strahlen. Die radioaktiv verstrahlte Laboreinrichtung einer Forscherin aus jener Zeit lagert noch immer in einer Tiefgarage unter der Technischen Universität. Elektrische Apparate und Röntgenstrahlen veränderten die Weise, in der die Menschen die Welt sahen. Aber in diesem Raum, der eigentlich nichts ist als eine anständige Küche, veränderte jemand die Weise, in der die Materie selbst wahrgenommen wurde. Marie Curie war Polin und als Frau und als Ausländerin doppelt Außenseiterin im Wissenschaftsbetrieb. In einem kleinen, zugigen Schuppen arbeitete das Ehepaar Curie unter lebensgefährlichen Umständen an Entdeckungen, die die Welt verändern sollten. Besonders das Uran besaß eine Energie, die sie zum ersten Mal als Radioaktivität bezeichneten. Aber ihre enorme Durchhaltekraft und ihre wissenschaftliche Intelligenz erlaubten es ihr, nicht nur die Geheimnisse des Radiums zu entschlüsseln, sondern auch eine lange Karriere zu haben, die in 2 Nobelpreisen mündete. Curie wurde als Ausländerin trotz ihrer großen Leistungen immer wieder angefeindet. Für viele Franzosen war das neue Jahrhundert unsicher und bedrohlich. Der 1871 verlorene Krieg gegen Preußen steckte ihnen noch in den Knochen. Industrialisierung und Immigration veränderten die Städte. Die rapide Umwälzung machte ihnen Angst. Tatsächlich sollte die große Weltausstellung auch davon ablenken, dass Frankreich längst in einer tiefen Krise steckte. Das Land war gespalten in Monarchisten und Republikaner, Reaktion und Moderne. Frankreich ist im Wandel begriffen. Ursprünglich ist es eine konservative Gesellschaft mit einer monarchistischen Tradition, eine Tradition von Eliten und Adeligen. Dann kommt diese große Veränderung durch die Erklärung der Menschenrechte, die Rechte der Bürger. Aber dann sieht man, dass es einen Stillstand dieses Prozesses gibt und der Nationalismus wieder mehr Kraft erhält. Und warum? Weil wir uns in einer Zeit starker Rivalität mit Deutschland befinden. Deutschland hatte Frankreich 1871 besiegt. Frankreich hatte Elsass und Lothringen verloren. Sie wollten es zurückholen und Vergeltung üben. Der Blick über den Rhein machte vielen Franzosen Angst. Während ihre Bevölkerung stagnierte, bekamen deutsche Familien mehr Kinder, mehr potenzielle Soldaten und Arbeiter. Deutschland war der große Rivale in Europa geworden. Deutschland, das erst seit 30 Jahren ein Reich war, war das rasende Herz des Kontinents. Nirgendwo sonst schossen neue Städte so schnell aus dem Boden wie im Ruhrgebiet, das innerhalb von wenig mehr als einer Generation zu einer gigantischen Industriemetropole geworden war. Chemiewerke, Maschinenfabriken, Hochöfen, Autohersteller und Waffenfabriken waren das Rückgrat des deutschen Erfolgs. Das offizielle Bild Deutschlands war geprägt vom Pomp der preußischen Armee. Erst der Sieg über Frankreich hatte die Nation geeint. Berlin,
Die Hauptstadt des neuen Reiches explodierte in die neue Zeit hinein. In nur 30 Jahren waren mehr als 1 Million Menschen hierher gezogen und hatten die Hauptstadt zur 5. größten Metropole der Welt gemacht. Kaiser Wilhelm II. Vergrößerte die Stadt. Von den Prunkbauten unter den Linden bis zu seiner Residenz, dem neuen Palais in Potsdam. Als Oberhaupt der protestantischen Kirche veranlasste der Kaiser auch den Bau des Berliner Doms. Eine solide Welt aus Stein, die Stabilität zumindest vorspiegelte. Im Berliner Vorort Kaputt erschütterte Einstein auch diese Sicherheit. In seiner allgemeinen Relativitätstheorie führte er aus, dass auch Raum und Zeit keine festen Größen sind. Der sogenannte Einstein-Turm wurde gebaut, um diese Theorie experimentell zu überprüfen. Und der Physiker Max Planck machte eine weitere Entdeckung. Licht verhielt sich je nach Betrachtungsweise entweder als Welle oder als Teilchen, die sogenannten Wirkungsquanten. Ein ganz neuer, rätselhafter Zweig der Physik entstand. Wenn wir über die Quantenphysik sprechen, so hat die enorme Konsequenzen. Praktisch die ganze moderne Hochtechnologie hängt von der Quantenphysik ab. Die modernen Computer, die Halbleiterbauelemente, funktionieren nach quantenphysikalischen Prinzipien. Der Laser funktioniert nach quantenphysikalischen Prinzipien und so weiter und so fort. Deutschland wurde angetrieben von einer atemberaubenden technischen und wissenschaftlichen Revolution. Universitäten, Grundlagenforschung, Nobelpreisträger, überall schlug Deutschland seine internationalen Konkurrenten. Der junge, impulsive Kaiser, der dauernd auf Reisen war und von einem Termin zum anderen hetzte, symbolisierte dieses neue Deutschland. Die verspätete Nation war in einer beispiellosen Aufholjagd gegen die anderen Mächte Europas. Deutschlands Nachbarn waren besorgt. Dem impulsiven jungen Kaiser war alles zuzutrauen, denn er wünschte sich nichts sehnlicher, als seiner Großmutter, Queen Victoria, zu imponieren. Während Wilhelms Geburt scheint sein Körper stecken geblieben zu sein. Es war eine Steißgeburt. Der Geburtshelfer kam erst sehr spät und musste ihn sozusagen herauszerren. Und so hatte sich anscheinend sein linker Arm ausgerenkt. Daraufhin konnte sich sein Arm nicht mehr richtig entwickeln. Er konnte seinen Arm nicht mehr verwenden. In der königlichen Familie, in Preußen, in Deutschland, war man ganz klar der Meinung, dass ein Mann, der nicht ein vollwertiger Mann war, der nicht reiten oder schießen konnte und nicht athletisch war, kein guter Kaiser für Deutschland sein könnte. Um seinen verkrüppelten Arm zu heilen, wurden die absurdesten Methoden angewandt. Das terrorisierte Kind wurde in Hasenblut gebadet und in Streckmaschinen gespannt. Das deutsche Heer war sehr wichtig für Wilhelm, für ganz Deutschland ohnehin. In einem Land, das erst vor kurzem vereint worden war, wurde es zum alleinigen Symbol des kollektiven Deutschlands. Wilhelm trug immer eine Militäruniform, vermutlich um zu beweisen, wie hart er war. Er war fasziniert davon. Vermutlich auch wegen seines verkümmerten Arms. Der Maler verbarg den Arm des kleinen Wilhelm dezent hinter Rüschen, aber seine Mutter, die Tochter von Queen Victoria, war über die Behinderung ihres Kindes entsetzt. Seit 2 Jahrzehnten wurde das britische Imperium nicht von London aus regiert, sondern von Osborne House auf der Isle of Wight. Queen Victoria hatte sich und ihrem deutschen Mann Prinz Albert diesen Landsitz in glücklicheren Tagen bauen lassen. Hier zog sie sich nun zurück vor der Verehrung ihrer Untertanen, vor den offiziellen Verpflichtungen und vor der glubschäugigen Vulgarität ihres Sohnes Prinz Edward. Von ihrem kleinen Schreibtisch aus, umgeben von Nippesfiguren, hatte sie ein Weltreich regiert.
Großbritannien war die reichste und mächtigste Nation der Erde. Die rasende Moderne machte auch nicht vor der größten Macht der Erde Halt und brach jahrhundertealte Strukturen innerhalb von wenigen Jahren auf. Bis 1900 war Großbritannien der Motor der Weltwirtschaft gewesen. Nicht den Sanftmütigen, sondern den Briten gehörte die Welt. In den Drawing Rooms einiger Clubs in London liefen die Fäden der Macht zusammen. Für Großbritannien war die viktorianische Zeit eine Periode kolossaler Leistungen. Dieses Weltreich war Gott wohlgefällig. Keine Nation konnte mit Großbritannien konkurrieren, mit seinen Besitztümern, seiner Marine, seiner Herrlichkeit. Inmitten all dieses Wirbels aber lag eine trügerische Idylle. Die britische Aristokratie hatte ihre Machtposition über Jahrhunderte verteidigt. Jetzt kam die Revolution nicht aus der Mündung von Kanonen oder von der Klinge einer Guillotine, sondern ganz friedlich aus Übersee, begleitet von einem leisen Brummen. Kühlschiffe brachten zum ersten Mal Fleisch aus Australien und Weizen aus Kanada, und die Importe trafen die britische Landwirtschaft mit voller Wucht. Schon 1905 importierte das Inselreich 60% seines Fleischbedarfs und 80% seines Getreides weit unter heimischen Preisen. Die Globalisierung hatte begonnen. Für die adeligen Landbesitzer war das eine Katastrophe. Die Preise für landwirtschaftliche Produkte fielen um 60% und bald waren 14.000 Landhäuser mit Hypotheken belegt. Wer noch Geld hatte, spekulierte. Die Börse boomte. Die wahre Macht lag von nun an in der City of London, wo riesige Geldmassen bewegt wurden und der Handel im leeren Raum rotierte wie ein Planetensystem. Nichts hatte mehr Bestand. An der Universität Cambridge entdeckte Ernest Rutherford, dass nicht einmal die feste Materie wirklich fest war. Er hatte beobachtet, dass eine Goldfolie radioaktive Strahlung durchließ, dass aber wenige Partikel von der Oberfläche abzuprallen schienen. Für den Physiker gab es nur eine Erklärung, dass Atome anders beschaffen waren, als man bis jetzt gedacht hatte. Nicht wie ein massiver Kuchen, in dem die Elektronen wie Rosinen verteilt sind, sondern wie ein Sonnensystem, das hauptsächlich aus leerem Raum besteht und dessen Masse auf einen Kern konzentriert ist, um den die Elektronen kreisen wie Planeten. Dies war das Ende der Materie im herkömmlichen Sinne, denn Rutherford machte deutlich, dass Materie weder fest noch statisch ist, sondern ein Energiezustand in dauernder Bewegung begriffen. Die Entdeckungen und Theorien der Wissenschaftler machten auch auf Künstler einen tiefen Eindruck. Als der Maler Wassily Kandinsky von Rutherfords Ergebnissen hörte, notierte er: Die Entdeckung traf mich mit einer fürchterlichen Macht, als sei das Ende der Welt gekommen. Alle Dinge waren transparent geworden, ohne Kraft oder Sicherheit. Die rasende Lehre der Moderne hatte den jungen Kandinsky dazu motiviert, sich aus der Gegenwart zurückzuziehen und die Rituale des Komi-Volkes zu studieren. Die schamanischen Symbole auf alltäglichen Objekten, die er dort sah, faszinierten ihn. Der Weg in die Moderne führte Kandinsky und andere Künstler zurück in eine vorchristliche Vergangenheit. Zu Formen, die das kollektive Gedächtnis ansprachen und raunend von einer Welt erzählten, in der es noch kein elektrisches Licht, keine Autos und keine Städte gegeben hatte. Während Künstler wie Kandinsky nach einer neuen Kunst suchten und Wissenschaftler die Grundannahmen über Materie und den Kosmos erschütterten, endete in Großbritannien symbolisch eine Ära.
Als Queen Victoria am 22. Januar 1901 starb, war ihr Enkel Kaiser Wilhelm II. Bei ihr. Es stimmt auf jeden Fall, dass sie in seinen Armen starb. Beziehungsweise in seinem Arm, da er ja nur einen hatte, den er verwenden konnte. Also, es stimmt auf jeden Fall, dass er sie hielt, als sie starb. Es war ein wichtiger Moment für ihn, in dem ihr Status als Großmutter von Europa quasi auf ihn übertragen wurde. Aber natürlich ließ das die Tatsache außer Acht, dass es da ja auch noch seinen Onkel Edward gab, den tatsächlichen Erben von Victorias Thron. Behind the gun carriage rode her son, Edward, and representatives of every kingdom in Europe. Europe wouldn't be the same without Victoria. And as at Windsor they bore the widow to her last resting place, there were many who wondered, fearful of change, unsure of the future, unsure of themselves. Als Victoria in Osborne House gestorben war, notierte Henry James in sein Tagebuch: Die Wildwasser brechen über uns hinein. Aber was über das Empire hineinbrach, war Edward VII. Klein, dick und vulgär war er einzig an seinem Vergnügen interessiert, und seine erste Amtshandlung war, durch Windsor Castle zu watscheln und die Statuen seiner Mutter auf dem Marmorboden zu zerbrechen, ihre Papiere und Fotos zu vernichten, um deutlich zu machen, das viktorianische Zeitalter ist vorbei, jetzt fängt die edwardianische Zeit an. Niemand bekommt ihn zu sehen. Ihnen zeige ich ihn heute, aber normalerweise ist er in einem Lager versteckt und niemand sieht ihn, auch wenn man mich bittet, ihn zu zeigen. London bereitete sich für König Edwards Krönung vor, der ersten seit 65 Jahren. Dieses Möbel war von der Firma Soubrier Ende des 19. Jahrhunderts für ein berühmtes Bordell namens Le Chabanais angefertigt worden, in dem man die Aristokratie und alle, die sich in Paris amüsieren wollten, finden konnte. Es war das berühmte Bordell, und dieses Möbelstück war angeblich nach den Entwürfen von Eduard VII., dem damaligen Prince of Wales, gestaltet worden. Schauen Sie, lassen Sie Ihre Fantasie spielen. Ich glaube, dass es für mehrere Partner gedacht ist, aber ich werde Ihnen nicht erklären, wie man dieses Möbelstück verwenden kann. Doch sicherlich muss es da viele Möglichkeiten gegeben haben. Das ist ganz Ihrer Fantasie überlassen. 1902 wurde Edward in der festlich geschmückten Westminster Abbey zu den Klängen von Elgars Pomp und Circumstance und unter den Augen seiner gegenwärtigen und ehemaligen Mätressen zum neuen König gekrönt. Man glaubte in Edwards Umfeld, dass man alles tun konnte, was man wollte, solange man nicht erwischt wurde. Das war die Hauptsache. Denn sobald etwas in die Öffentlichkeit dringen würde, könnte die übrige Gesellschaft einen kritisieren und die Berechtigung für diese hohe Position grundsätzlich in Frage stellen. In Wien wurde die Doppelmoral aristokratischer und bürgerlicher Kreise besonders stark thematisiert. Der Arzt Sigmund Freud machte es sich zur Aufgabe, die Auswirkungen dieser Doppelmoral zu analysieren. Es ist kein Zufall, dass die Psychoanalyse in Wien entwickelt wurde. Im ganzen Reich wallten gefährliche nationale Gefühle auf und konnten nur durch den schönen Schein des Hauses Habsburg erstickt werden. Die Fassaden der Ringstraße in Wien, der Hauptstadt der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie, waren der steingewordene Wunsch nach der Flucht vor den Problemen der eigenen Gegenwart. Politisch blockiert und kulturell zerrissen war Wien ein Ort erbitterter Kontroversen. Sigmund Freud gelang es, einen Blick hinter diese gesellschaftlichen Fassaden zu werfen. Freud konnte mit einer Verbindung von Medizin und Psychologie hier eine Möglichkeit finden, um sich zu verwirklichen und einen Traum zu realisieren von einem Mann, letzten Endes, der ein ganzes Jahrhundert beeinflusst hat. 1900 veröffentlichte er die Traumdeutung. Freud war schon vor 1900 mit dem Buch fertig.
Es ging bereits in die Druckerei, aber der Verlag wurde dazu angehalten, zu warten mit der Herausgabe, bis das historische Datum von 1900 auf dem Umschlag prangen konnte. Und damit war die Traumdeutung zu einem Jahrhundertbuch geworden. Kommen Sie. Strecken Sie sich bequem aus. Reden Sie. Lassen Sie sich einfach reden. Die Analyse der Träume seiner Patienten war die Voraussetzung der Therapie. Der Hofmannsthal hat einmal gesagt, die zwei wichtigsten Beschäftigungen, die sich das junge Wien als Aufgabe auferlegte, waren das Sezieren des eigenen Seelenlebens und das Träumen. Mit La Valse, das ursprünglich Wien heißen sollte, vertonte Ravel die Atmosphäre der Stadt. Er beschrieb eine kaiserliche Residenz und Paare, die im Kreise wirbeln. Das Stück aber endet nach ihm in Dissonanzen und Chaos. Der Untergang lag in der Doppelmonarchie in der Luft. Die einzelnen Nationalitäten hatten nichts gemein, außer der Figur des Kaisers, dessen wässrige Augen von Hunderttausenden von Porträts auf sie herabblickten. So wurde jeder Habsburger Untertan zu einem kleinen Ödipus, der versuchte, den übermächtigen Vater zu überwinden. Seit 1848 regierte Kaiser Franz Josef über deutschsprechende Österreicher, Ungarn, Tschechen, Polen, Slowenen, Juden, Italiener, Serbokroaten, Bosnier, Rumänen und andere Minderheiten, die hier mehr gegen als miteinander lebten. Der kaiserlichen Regierung schien es hauptsächlich darum zu gehen, durch das bloße Überleben zu triumphieren, einen längeren Arm zu besitzen als die Geschichte selbst. Glücklich war der Kaiser nur, wenn er in Bad Ischl in Lederhosen auf die Jagd ging oder seine Geliebte besuchte, die Burgschauspielerin Katharina Schratt. Wie alles andere in seinem Reich dauerte die Affäre Jahrzehnte, ohne je intim zu werden. Ich denke, es war einfach die Länge. Wenn man so lange regiert, dass manche Leute sagen können, dass ihre Großeltern schon unter dem Kaiser geboren sind, dann bleibt es sehr, sehr schwer, flexibel zu bleiben, ist es sehr, sehr schwer, auf Entwicklungen zu reagieren. Und der Kaiser hat halt angefangen nach der 48er-Revolution. Das war ein anderes Universum. Und er hat noch hineingeragt bis in diese Moderne, die da rasant aufgebrochen ist. Das Kaiserreich igelte sich ein für die Ewigkeit und erweiterte die Hofburg um einen großen neuen Trakt. Hinter der prächtigen Fassade mit ihren Säulen und Statuen zeigte sich die Realität des Industriezeitalters in der Konstruktion des Gebäudes selbst. Hinter den Kulissen dominierten Stahl und Technik. Wie wirklich moderne Architektur aussehen konnte, zeigte Adolf Loos gleich gegenüber des neobarocken Eingangstors zur Hofburg, wo er im Auftrag eines vornehmen Herrenschneiders ein neues Gebäude entwarf. Dort, in unmittelbarer Nähe der allerhöchsten Anwesenheit seiner Majestät, zeigte sich eine Häuserfront von geradezu aggressiver Funktionalität. Ein Gebäude ohne Ornamente, eigentlich ohne Fassade. Für Loos waren Verlogenheit und Dekoration zwei Seiten derselben Medaille. Ornament, schrieb er, ist Verbrechen. Die Evolution der Kultur ist gleichbedeutend mit dem Entfernen des Ornaments aus dem Gebrauchsgegenstand. Wir haben das Ornament überwunden. Wir haben uns zur Ornamentlosigkeit durchgerungen. Seht, die Zeit ist nahe, die Erfüllung wartet unser. Bald werden die Straßen der Städte wie weiße Mauern glänzen. Wie Zion, die heilige Stadt, die Hauptstadt des Himmels. Dann ist die Erfüllung da. Als die Baugerüste vom Haus ohne Augenbrauen abgenommen wurden, gab es einen riesigen Skandal. Denn das Gebäude war ein Manifest gegen den Historismus.
Der entrüstete Kaiser ordnete an, dass alle Vorhänge auf dieser Seite der Hofburg geschlossen bleiben mussten, und mit dem Fallen der Vorhänge fiel auch der Vorhang über die Zukunft des Hauses Habsburg. Die Welt ist ein Schiff und das Schiff geht unter. Darf ich vorstellen? Maximilian von Habsburg, Elisabeth Schwager, Kaiser von Mexiko, von Revolutionären erschossen. Uno, due, Feuer! Nur in der griechischen Mythologie gab es Familien, die ähnlich zerstritten und zerrüttet waren. Die vielen Tragödien der Habsburger gaben Stoff für Bücher, Filme und Theaterstücke. Kaiserin Elisabeth, bekannt als Sisi, bekam schon vor Romy Schneider eine romantische Aura, obwohl ihr Leben wenig mehr gewesen war als eine Aufeinanderfolge von Wutausbrüchen, Anfällen von Magersucht und langen Reisen durch das Mittelmeer auf der Suche nach dem Elixier der Jugend. Die Popularität der meist abwesenden und zutiefst ungeliebten Monarchen wurde durch einen Anarchisten gerettet, der ihr 1898 in Genf eine Feile ins Herz rammte und sie so zur Märtyrerin machte. Der zweite gewaltsame Tod in der Familie in weniger als einem Jahrzehnt. Die erste Tragödie betraf Kronprinz Rudolf und seine Mätresse Mary Wetscherer. Der brillante Kronprinz musste einsehen, dass er keinerlei Chance auf die Thronfolge hatte. Einerseits waren seine Ideen zu liberal, andererseits litt er an Syphilis und der Kaiser wusste, dass ihm ein schreckliches Ende bevorstand. (1889) hatte sich Kronprinz Rudolf gemeinsam mit Mary Wetscherer in Mayerling erschossen. Wenn man sich Österreich anschaut, da gab es jede Menge von Habsburgern, die Crossdresser waren oder ganz einfach verrückt. Der jüngste Bruder von Franz Josef, Ludwig Viktor, ließ sich am Ring ein Palais errichten. Von dort war es nur ein kurzer Weg zum Zentralbad, dem heutigen Kaiserbründel, wo er liebevoll Luzi-Wuzi genannt wurde. Ludwig Viktors Eskapaden in Frauenkleidern und Schwulenclubs waren legendär. Als er sich hier im Zentralbad einmal einem kaiserlichen Offizier näherte, kam es zu einem Handgemenge. Ludwig Viktor kam zwar buchstäblich mit einem blauen Auge davon, wurde aber daraufhin von seinem gestrengen Bruder nach Salzburg ins Exil geschickt. Öffentlich ließ sich der Kaiser nichts anmerken. Das Verbergen des Offensichtlichen wurde zum Kernprinzip des Lebens in der Doppelmonarchie. Eine Gruppe von Wiener Künstlern allerdings war nicht bereit, dieses Spiel mitzuspielen. Gustav Klimt zeigte die Emotionen unter der Oberfläche. Nuda veritas, die nackte Wahrheit, war die Maxime der Sezession, und in Klimts Händen entfaltete sie ihre subversive Macht. Diese neuen Göttinnen konfrontierten den Betrachter mit seinem eigenen Begehren und schlimmer noch, mit den Lüsten und Fantasien der Frauen selbst. Frauen war es noch verboten, an der Universität Wien zu studieren, als Klimt den Auftrag bekam, den Festsaal mit 3 großen Deckengemälden zu dekorieren. Bei Klimt ist das Faszinierende die Auseinandersetzung mit der Seele, mit dem Unbewussten, mit der Triebhaftigkeit des Menschen, die Schwäche, die Hinfälligkeit des Menschen. Alles wird in einen größeren Kontext gestellt. Klimt präsentierte seine Bilder 1902. Die Professorenschaft war entsetzt. Heute hängen in dem Saal nur Repliken. Die Philosophie mit der rätselhaft verschlossenen Sphinx, die Jurisprudenz mit ihrem hilflos ausgelieferten Angeklagten, die Medizin mit ihrer Sehnsucht nach ewigem Leben und Lust.
Vielleicht fühlte sich der ehrwürdige Senat der Universität entlarvt durch die nackte Wahrheit, die Gustav Klimt ihm vorhielt. Auf jeden Fall aber wies er die Gemälde zurück, was den Künstler selbst so in Rage brachte, dass er sie zurückzog. Wien war noch nicht bereit für seine eigene Avantgarde. Nachdem der Thronfolger Franz Ferdinand eine Ausstellung von Avantgarde-Künstlern besucht hatte, sagte er nur, diesen Kerlen sollte man alle Knochen brechen. Wien ist, wie Karl Kraus sagte, eine Experimentierstation für den Weltuntergang. (1905) sah es so aus, als würde die Apokalypse der alten Welt in Russland beginnen. Auch Russlands Großstädte waren auf dem Weg ins 20. Jahrhundert. Auf dem Land aber hatte sich seit dem Mittelalter wenig verändert. Der russische Fotograf Sergei Prokudin-Gorsky konstruierte 1905 eine Kamera, mit der er Farbfotos machen konnte. Nur bewegen durfte man sich nicht. So entstanden 700 Platten und zeigten ein farbenfrohes Bild des Zarenreiches. Die Realität auf dem Land allerdings war weniger bunt. In den Dörfern lebten mehrere Generationen unter einem Dach. Nur eines von 5 Kindern besuchte die Dorfschule. Die Rechtsprechung oblag den Dorfgerichten, die ohne formelle Gesetze Strafen verhängten. Verurteilte wurden ausgepeitscht, kastriert, gebrandmarkt oder mit Sicheln zu Tode gehackt. Auch im Alltag war die Gewalt extrem, besonders an Frauen, die vom Gesetz nicht vor der Willkür ihrer Ehemänner geschützt wurden. Mit dem Einsetzen der Industrialisierung trieben Hunger und Armut Hunderttausende von Bauern in die Fabrikslums von Moskau und St. Petersburg. Dort regierte, isoliert von den sozialen und politischen Realitäten seines Landes, Zar Nikolaus II. Er tat alles, was in seiner fast unbegrenzten Macht stand, um demokratische und freidenkerische Regungen im Keim zu ersticken. Zar Nikolaus sah sich selbst als Hüter der mystischen Union zwischen Russland und der göttlichen Vorsehung. Seine Autorität kam direkt von oben und all diejenigen, die Modernisierung und soziale Reformen wollten, konnten bei ihm auf kein Verständnis hoffen. Für ihn war die Industrialisierung allerhöchstens gut dafür, seine mittelalterliche Vision von Russland zu finanzieren. Ein Arzt beschrieb die Lebensumstände der urbanen Unterwelt aus eigener Anschauung. Diese Menschen leben nicht, sie modern. Dort unten glauben die Menschen an nichts, lieben niemanden und sind von nichts beeindruckt. Sergei Witte hatte sich durch Kompetenz als Ingenieur und durch harte Arbeit vom provinziellen Beamten zum Ministerpräsidenten emporgearbeitet. Aus nächster Nähe beschrieb er den Zaren. Nikolaus II. Ist wie ein durchschnittlicher Gardeoffizier aus guter Familie. Liebenswert, aber völlig ineffektiv und unrealistisch. Seine Frau, die deutsche Alexandra Fjodorowna, hat mit ihrem stumpfen, egoistischen Charakter einen starken Einfluss auf den femininen Monarchen. Sie wäre für einen Zaren mit Rückgrat geeignet, aber leider hat dieser Zar keinen eigenen Willen. Als Kind sah Nikolaus den Tod seines Großvaters, Alexander II. Er verblutete, nachdem er von einer Bombe getroffen worden war, vor den Augen seines Enkelsohnes. Das war ein sehr traumatisches Ereignis in seinem Leben und ließ ihn glauben, dass Revolten und Veränderungen ganz offensichtlich ein Übel darstellten. Demokratische Veränderungen sind bis heute in Russland nur schwer zu realisieren. In unserem Land gibt es die Tradition eines grundsätzlichen Misstrauens der Bürger gegen die Machthaber. Um also die eigene Autorität wiederherzustellen und in den Augen der Leute besser dazustehen als einfach nur als Machthaber, benutzen sie die Kirche als eine gewisse transzendente Kraft, die ihre Macht geradezu vom Gottvater bestätigt. Auf dem Roten Platz in Moskau feiern Vertreter der Regierung zusammen mit der orthodoxen Kirche 1025 Jahre seit der Christianisierung Russlands.
Sie nutzen die nationalen Glaubensgefühle, die in der orthodoxen Kirche vorherrschen, damit die Leute nicht nur an Gott glauben, sondern zum Beispiel auch an Putin. Bei uns in Russland gibt es jetzt in einigen Kirchen Putin-Ikonen. Der Zar wurde damals wie ein Gott verehrt. Die modernen Sklaven der Fabriken sammelten sich in Arbeitervereinen. Ihr Anführer war der charismatische orthodoxe Priester Vater Gapon. Als er sich für 4 Arbeiter einsetzte, gingen 140.000 Menschen in den Streik. Eine friedliche Prozession zum Zaren sollte dessen Unterstützung gegen die Ausbeuter erbitten. Am 9. Januar 1905 trat Sergei Witte auf den Balkon seines Stadtpalais. Er hatte Geräusche gehört. Was er sah, war ein Meer von Köpfen. 100.000 Männer und Frauen aus den Fabriken mit Ikonen, die auf dem Weg waren, um ihrem Zaren eine Petition zu überbringen. Ihr kleines Väterchen wusste nichts von ihren elenden Lebensbedingungen, waren sie überzeugt. Wenn sie es ihm nur sagen würden, würde er ihnen schon helfen. Im Hagel der Schüsse und Säbelhiebe traf die Enttäuschung die Demonstranten bitterer als jede Kugel. Es gibt keinen Zaren, es gibt keinen Gott, rief Vater Gapon, als die Menschen um ihn herum tot oder verwundet im Schnee zusammenbrachen. Soweit ich weiß, wurden die Romanows heilig gesprochen. Und an der Stelle, an der sie umgebracht wurden, in Jekaterinburg, steht jetzt eine Kirche, von der gesagt wird, dass sie auf dem Blut steht. Und das wiederum ist eine traditionelle Bezeichnung für einen Märtyrer. Also ja, sie sind jetzt Heilige. Im Jahr 2000 wurde Nikolaus II. Zusammen mit seiner Frau in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale von der russisch-orthodoxen Kirche heilig gesprochen. Wir sind deswegen in der Christus-Erlöser-Kathedrale aufgetreten, weil das für unser Land ein sehr wichtiger Ort ist. Denn die russisch-orthodoxe Kirche mischt sich in die Politik des Landes ein und diktiert, welche Gesetze verabschiedet werden sollen und welche nicht, was eine Kirche in einem weltlichen Staat nicht tun sollte. Dabei geschieht das auf extrem unkorrekte Weise. Deswegen sind wir zur Christus-Erlöser-Kathedrale gegangen, denn sie ist das Hauptsymbol der russisch-orthodoxen Kirche und der neuen Macht, und zwar konkret des Putin-Regimes. Die Unruhen gingen weiter. Allein in St. Petersburg streikten im Dezember 418.000 Arbeiter. Innenminister Bulygin versuchte dem Monarchen klarzumachen, dass er Konzessionen machen müsse. Nikolaus II. Antwortete, man könnte meinen, sie hätten Angst vor einer Revolution. Majestät, sagte der Minister, die Revolution hat schon begonnen. Von der Elektrizität der Weltausstellung bis zur kleinen russischen Revolution 1905 waren gewaltige Spannungen entladen worden. Nichts war mehr so, wie es gewesen war, und der Lauf der Geschichte schien sich zu beschleunigen. Die Menschen sahen in ihre Zukunft mit Erregung, aber auch mit Angst. Max Weber schrieb, es ist, als würde man in einem rasenden Zug sitzen und nicht wissen, wohin die Weichen gestellt sind.